Hallo meine Lieben, heute das vorerst letzte Video in dieser Serie. Wir werden uns angucken, wie ihr die ganzen Buchstaben miteinander verbinden könnt, dann das Bouncing, dann gucken wir uns auch an, wie ihr die Verschnörkelung machen könnt und auch wie ihr die Buchstaben verzieren könnt. Und ja, da würde ich sagen, legen wir gleich los. Vielleicht für diejenigen, die eher per Zufall hier reingeklickt haben, guckt euch am besten das Basics-Video an zum Handlettering und für alle anderen lasst uns loslegen. Starten wir heute als erstes mit den Konnektoren, weil bis jetzt habt ihr ja immer Einzelbuchstaben quasi gemacht. Und da ist es immer gut darauf zu achten, wenn ihr diesen Schwung übt, dass ihr euch quasi wie eine Linie vorstellt. Das heißt, ihr fangt zum Beispiel hier beim H, fangt ihr auf dieser Linie an, dann geht ihr hier runter und habt hier unten einen Konnektor. Der Rest der Konnektoren ist überall auf dieser rot gestrichelten Linie. Das heißt, ich komme hier wieder hoch und dann lasse ich diesen Schwung hier auf der Linie auslaufen. Beim E wieder starte ich auch auf dieser Linie, lasse den Schwung wieder auslaufen, dass ich wieder auf dieser Linie lande. Den L fange ich auch wieder hier an, Schwung bis hier. Zweite L auch hier anfangen, Schwung bis hier. Und dann der O fängt auch hier an und mit dem Schwung dann auf diese Linie enden. Und so könnt ihr dann die Buchstaben am besten zusammenführen. Das heißt, beim Üben guckt einfach drauf, dass ihr möglichst diesen Schwung quasi wie auf eine Mittellinie vorstellt und den Schwung immer genau bis dahin führt und dann fällt euch dann das Zusammensetzen der Wörter auch massiv einfacher. Das zweite Beispiel, hier habe ich quasi zwei Linien. Das heißt, selbst wenn ich ein Bouncing mache, und da komme ich gleich noch dazu, was das Bouncing ist, aber auch wenn ich ein Bouncing habe, habe ich die Konnektoren quasi auf derselben Linie. Hier sind es zwei, ne? Die obere rote Linie und die untere. Das heißt, ich gehe hier, egal wo ich anfange, der Schwung hört auf dieser einen und immer derselben Linie quasi auf, respektive hier haben wir zwei Linien, beim M sind die Konnektoren hier unten. Kommt dann aber mit dem Schwung auch wieder bis hier hoch. Das kreuzen wir jetzt hier auch noch. Das ist so, wie ihr die Wörter miteinander verbindet. Beim Bouncing ist es so, wir hatten ja beim Üben geguckt, dass wir diese drei Linien haben und dass wir immer oben in dem oberen Drittel geblieben sind, dann die Mitte und dann, wenn es unten Schwung hatte, sind wir in diesem unteren Drittel drin geblieben. Wenn ihr das mal so ein bisschen geübt habt, könnt ihr auch anfangen zu variieren. Das heißt, ihr geht hier weiter runter, als ihr eigentlich eure Linie habt, den ganzen B, dann den O macht ihr ein bisschen weiter oben, als diese Linie ist und geht hier auch höher mit diesem Schwung. Dann habt ihr wieder einen, wo ihr auf der Linie bleibt, aber der zweite Teil des U's, also ihr müsst mit einem Buchstaben noch nämlich auf derselben Höhe bleiben. Ihr könnt auch weiter runter gehen. Ne? Dieser U bleibt im ersten Bereich innerhalb dieses Drittels, geht dann aber weiter runter. Der N startet auch hier, geht dann aber weiter hoch und weiter runter. Der C geht ein bisschen weiter runter und der E ist dann wieder im normalen Bereich drin. Das heißt, diese rote Linie zeigt euch eigentlich, dass ich so unterschiedliche Höhen einbaue. Und das ist das Bouncen und das macht das Ganze dann auch noch viel interessanter und spielerischer. Braucht natürlich zuerst ein bisschen Übung, dass ihr die Buchstaben im Griff habt. Und dann könnt ihr anfangen mit dem Bouncing. Hier seht ihr noch ein weiteres Beispiel, also hier der A oben klein, dann gehe ich hier weiter runter, der M gehe ich komplett hoch und dann weniger hoch und dafür weiter runter. Dann der I und der L bleiben quasi wieder auf der gleichen Linie mit dem Y und der geht dann schön runter. Also hier, das ist ein Spiel. Und das andere ist dann auch, ihr müsst nicht nur, also ihr könnt nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Schräge quasi spielen. Wenn ich mit dem ganzen Schriftbild ein Herz bilden will, dann mache ich natürlich den F hier nicht gerade, sondern ich baue den quasi schon in meine Herzform ein.
Wenn ihr sowas macht, auch hier dieser Bogen, wenn ihr sowas macht, hilft es jeweils, wenn ihr euch auch auf dem Papier zuerst quasi dieses Herz zeichnet, als Hintergrund mit einem Bleistift, und dann könnt ihr eure Schrift so einfügen, dass es dann auch in dieses Gesamtbild hineinpasst. Dann kommen wir auch schon zu den Verschnörkelungen, und es gibt so viele Möglichkeiten, eigentlich alles, was euch gefällt. Ihr müsst ein bisschen gucken, wie das Schriftbild per se aussieht. Verschnörkelungen sieht man viel, diese dünnen, wo man auch so ein kleines bisschen mit diesem Pinselstift, also mit dick und dünn, spielt. Aber was man viel sieht bei Anfangsbuchstaben, dass ich hier einmal einen Kreis aushole und dann in den Buchstaben reingehe. Oder wirklich kreisförmig, oder auch diese Schlaufen, wo ich einmal mit einem kleinen Bogen aushole und dann die große Schlaufe mache, oder ich lege das quasi hin und mache diese Schlaufe und dann noch eine kleine und dann gehe ich in die große Schlaufe. Dann gibt es aber auch diese Bögen, die quasi hier nicht eine Schlaufe bilden, sondern ich mache hier einen Kreis, gehe hin und dann, anstatt in die Schlaufe reinzugehen, mache ich so wie einen Zacken rein und gehe dann wieder raus. Oder auch, dass die Verschnörkelungen quasi übereinander liegen. Wenn man die anguckt, das sind quasi zwei Unendlichkeitslinien. Von wegen hier einmal Bogen, 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 Bogen und dann gehe ich in den Buchstaben. Das ist eine Möglichkeit. Oder hier noch extremer. Das heißt, ich gehe hier, hole aus, gehe hoch, dann mal hier eine Verschnörkelung, 2 Verschnörkelungen, komme rein und dann nochmal. Also es ist alles so mit Schwung halt einfach gemacht. Ich zeige euch das kurz mit Buchstaben. Das sind jetzt alles A, aber dadurch, dass sie verschiedene Verschnörkelungen haben, geben die ein komplett anderes Schriftbild. Gucken wir uns zum Beispiel diese Routen an. Da ist es immer so, dass ich fange hier an, gehe hoch. Das ist eigentlich dasselbe wie mit dem Brush Lettering, das Prinzip auch von wegen dünn hoch, dick runter. Das heißt, ich fange hier an, dünn, verticke hier ein bisschen, komme wieder dünn hoch, dann verticke ich wieder ein bisschen und mache den und gehe dann innerhalb dieses Kreises diese A-Linie aufnehmen. Dasselbe hier. Ich fange hier dünn an, werde dicker, gehe hoch, dick runter und dann mache ich noch diese Verschnörkelung hier. Hier ein anderes Beispiel, auch so ganz ein großer Kreis, dann dick runter und dann nehme ich den A hier noch. Also hier könnt ihr wirklich wunderbar spielen. Anderes Beispiel, hier bei diesen A's ist die Richtung anders. Ich fange nicht mit diesem Kreis an, weil das wäre genau falsch. Ich habe gesagt, beim Brush Lettering haben wir ja, dass wir dünn hochgehen und dick runter. Wäre hier falsch, aber es ist einfach in der Richtung anders. Ich fange hier an, gehe dünn runter und dann kommt noch hier diese dicke Schlaufe. Dasselbe hier, dick runter, dünn hoch, dick runter, dünn hoch, dick runter. Und dann mache ich hier noch dick runter und diese Schlaufe und dann hier. So sind diese Buchstaben aufgebaut. Dann haben wir noch eine andere Kategorie, wo ich mit ein bisschen Verschnörkelung anfange, aber dann beim Ende des Buchstabens noch mehr Verschnörkelung anhänge. Wenn wir uns zum Beispiel diesen Buchstaben angucken, der war eigentlich quasi beim vorderen, sind wir hier dünn hoch, dick runter, dünn hoch, dick runter, noch die A-Schlaufe, aber das war es dann. Hier machen wir quasi noch weiter. Das heißt, wir gehen dünn hoch, dick runter, dünn hoch, dick runter, dann machen wir hier einen Bogen und dann nochmal einen Bogen. Das gleiche Prinzip zum Beispiel hier. Dünn hoch, dick runter, dünn hoch, dick runter, dann nochmal eine Schlaufe und nochmal eine Schlaufe. Das heißt, ihr könnt hier wirklich mit diesen Schlaufen die Buchstaben wunderschön verzieren. Hier noch ein paar andere Beispiele. Wenn ich zum Beispiel, hier fange ich dünn hoch, dick runter, mache dann diesen A-Bogen so und baue da nochmal 2 Schlaufen ein, um den Buchstaben quasi fertig zu machen.
Dasselbe hier, ne? Dünn hoch, dick runter, dann diese dünne Schlaufe, nochmal eine Schlaufe und nochmal eine Schlaufe. Und ihr merkt schon an meinen Bewegungen, ne? Es ist halt alles so quasi im Fluss drin. Also da setze ich dann auch nicht mehr ab, sondern mache alles in einem. Das heißt, wenn man es hier guckt, der ist in 3 Stücken gemacht. Das heißt, diese eine Schlaufe, aber das alles in einem Stück, dann diese zweite Schlaufe und dann diese dritte Schlaufe. Hier habt ihr dann alles in einem. Das heißt, ihr geht hoch, dann runter, dann rüber, dann hoch, dann. Also ihr müsst halt am Anfang so ein bisschen wissen, wo ihr hin wollt. Es hilft jeweils, das Ganze wenn ihr es auf Papier macht, das Ganze so ein bisschen mit Bleistift zu skizzieren, um euch den Platz quasi zu geben, wo ihr den Schriftzug haben wollt. Und dann könnt ihr anfangen, um diese Buchstaben herum noch diese Verschnörkelung zu bauen. Aber ihr seht, ne, je nachdem, wie ich die mache, sieht es dann komplett anders aus. Das andere Thema, was ich euch noch zeigen wollte, waren ja die Verzierungen. Ich habe jetzt hier ein paar Mal Hi geschrieben und es ist so, ich zeige euch jetzt das, was ihr zum Beispiel auf einem Papier machen würdet. Und da würdet ihr eben zum Beispiel hier mit einem schwarzen Pinselstift arbeiten und dann könnt ihr zum Beispiel mit einem grauen für die Schattierung arbeiten. Oder ihr geht farbig und dann mit dem Grauen. Jelly Pen ist, wenn ihr auf Papier arbeitet, auch immer super, weil da kommt so eine quasi eine weiße Farbe, die sehr deckend ist raus. Das heißt, ihr könnt hier dann auch über die Schrift drüber Verzierungen machen. Und das andere sind so diese dicken Brush Pens, die eignen sich dann auch super, um Schattierungen zu machen, wenn ihr vorher mit dünnen Stiften zum Beispiel gearbeitet habt. Das sind so Möglichkeiten. Warum habe ich euch das jetzt gezeigt? Mit den Stiften ist es was ihr hauptsächlich so auf Papier als Verzierung machen würdet oder wenn ihr auf dem iPad quasi das Papier imitieren wollt. Ihr habt halt einfach auf dem iPad massiv mehr Möglichkeiten und ich kann das nicht alles in einem Tutorial abdecken, von dem her, was ihr in Zukunft dann so ein bisschen von mir kriegt, sind effektiv Tutorials zu, wie könnt ihr verschiedene Effekte mit Procreate erzielen, mit diesem Handlettering, und das Papier wird bei mir eher sekundär sein, weil ich halt einfach ich arbeite hauptsächlich auf dem iPad. Aber trotzdem eben, ich wollte euch hier ein paar Möglichkeiten zeigen. Und zwar sind das folgende. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr dieses Hi geschrieben habt, dann wenn ihr das zum Beispiel mit einer Farbe gemacht habt, dann könnt ihr mit einem Fineliner nachher quasi einfach die Konturen nachfahren. Oder ihr könnt die Konturen nachfahren und dann irgendwelche Muster in die Buchstaben reinmachen. Oder ihr könnt quasi mit ein bisschen Versatz die Linie nachfahren. Das hat auch einen coolen Effekt und dann quasi mit dem Jelly Pen Punkte drauf geben. Oder ihr könnt auch mit dem Fineliner selber, wenn ihr die Kontur nachfahrt und dann quasi den Schatten imitiert und dann mal gucken, dass ihr eine Lichtquelle definiert. Ihr müsst, also wenn ich sage, hier ist mein Schatten, dann muss ich das dann auch so durchziehen. Das heißt, bei mir würde das Licht quasi von hier kommen. Und deshalb werden die Schatten hier dann auch größer nach unten. Und dann könnt ihr effektiv mit dem Stift einfach noch so Punkte machen. Das ist eine Möglichkeit. Oder wenn ihr es geschrieben habt, mit dem Jelly Pen einfach einen Strich durch diese Buchstaben durchmachen. Auch das hat einen coolen Effekt. Oder ihr macht quasi diesen Rahmen nicht direkt auf dem Buchstaben, sondern gebt dem noch ein bisschen Platz dazwischen und macht so einen Rahmen drum. Oder ihr kombiniert es dann auch mit Schatten, das heißt, ihr macht einen Rahmen drum und gebt dann noch ein bisschen Schatten und geht dann mit dem Jelly Pen noch rein und macht Striche drauf. Oder
ihr macht die Konturen nach und dann gibt ihr hier quasi einen Schatten, malt den aber nicht aus, sondern gibt so Striche. Das hat so diesen Brick-Style. Oder ihr arbeitet nicht mit Schwarz, sondern mit der nächstdünkleren oder mit einer dünkleren Farbe. Könnt ihr zum Beispiel dann einfach hier die Schattierung, feine Schattierung mit einer dunkleren Farbe nachmachen und dann mit einem Jelly Pen drauf noch so Sternchen machen. Oder auch mit der dunkleren Farbe, aber nicht direkt am Buchstaben, sondern es sieht dann so aus, als ob das weiter hinten liegen würde. Auch das ist ein cooler Effekt. Das sind so spielerische Möglichkeiten, was ihr mit Stiften machen könnt. Aber wie gesagt, Procreate, da habt ihr natürlich dann massiv mehr Möglichkeiten und die werde ich euch dann auch noch zeigen. Aber für das heutige Video war das, was ich euch alles zeigen wollte. Wir hatten die Konnektoren, wir hatten das Bouncing, wir hatten die Verschnörkelungen und dann eben noch die Verzierung. Wenn das Ganze euch jetzt noch ein bisschen zu wenig war oder es zu schnell ging oder ihr einfach noch mehr darüber wissen möchtet, dann kann ich euch dieses Buch wärmstens empfehlen. Das ist von Frau Hüller. Ich werde euch die ISBN-Nummer unten reinlegen und sie hat hier wirklich super viele Sachen drin, wie ihr das Ganze lernen und üben könnt und dann auch Anwendungsbeispiele. Also von dem her, das ist ein super Buch und ihr kriegt dann eben auch 2 quasi Poster mit dazu, wo ihr verschiedene Schriftarten habt, wie man die macht und dann irgendwo hat es dann auch noch Übungslinien dabei, wie ihr das Ganze dann anwenden könnt. Also hier kann ich wärmstens empfehlen, ich habe das effektiv auch genutzt, um das Handlettering zu lernen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und nicht nur dieses, sondern auch die anderen Basic-Videos zum Handlettering waren hilfreich für euch. In Zukunft, wie gesagt, wird es eher so weitergehen, weil ich halt eben viel mit dem iPad und Procreate arbeite, dass ich eher Videos machen werde zu diesem Tool. Aber das soll euch nicht daran hindern, selber weiterzumachen mit dem Handlettering, wenn ihr das auf dem Papier macht. Und naja, für alle, die meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert haben, tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!